Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute mal meine 3 besten Batterieaktien mit auf den Weg geben, wo ich der Meinung bin, dass sich die ein oder andere Aktie womöglich sogar verzehnfachen kann, aber in den nächsten Jahren generell eine ganz gute Rendite mit Batterieaktien zu machen sein könnte. All das besprechen wir in diesem Video. Ja, der Batteriesektor ist in den letzten Monaten und Quartalen so ein bisschen unter die Räder gekommen. Die verschiedenen Aktien oder Batterieaktien sind einige Prozente gefallen, sage ich mal. Und jetzt scheint sich aber so eine Trendwende anzubahnen, weil es gibt ja auch einige Faktoren, die dafür sprechen, dass der Markt für Batterien allgemein wächst. Der Markt besteht ja nicht nur aus Elektroautos, klar, die Nachfrage hat in den letzten Quartalen etwas gelitten, um es mal so zu sagen, aber es gibt ja auch neue spannende Bereiche, wie zum Beispiel Drohnen oder auch humanoide Roboter oder Roboter allgemein, wo entsprechend auch dann eine größere Batterienachfrage entstehen dürfte. Bevor wir weitermachen und wir die 3 besten Aktien besprechen, zuerst natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir mal rein und gucken uns mal zunächst einmal eine kleine Studie von McKinsey an, die ich euch mitgebracht habe, um mal zu verdeutlichen, wie es um den Markt steht. Und der steht tatsächlich eigentlich ziemlich gut. Wenn wir mal hier auf die Grafik gehen, wir sind hier bei 2025, ja, hier dieses Jahr, und da haben wir eine Batteriekapazität von gut 2000 Gigawattstunden und das soll dementsprechend ansteigen, sogar im Worst Case, also im schlechtesten Fall, sollte der Markt hier bis 2030 um 50% steigen, im besten Fall sogar über 100%, sogar 150%. Also die Spannbreite ist natürlich ziemlich groß. Klar, es ist schwierig vorherzusagen, wie viel Nachfrage entstehen dürfte. Das hängt natürlich auch von der Entwicklung der Technologien ab. Zum einen auch natürlich die Nachfrage von Elektroautos, aber ganz großes Thema ist, glaube ich, auch das Thema der Batteriespeicher für die Energieversorgung. Gerade auch KI-Rechenzentren. Ich glaube, das ist noch ein Thema, was auch unterschätzt sein könnte. Und natürlich humanoide Roboter und Drohnen etc. Da gucken wir uns jetzt 3 spannende Aktien an aus dem Bereich, die ich euch mitgebracht habe. Und da gehen wir in die erste Aktie. Die ist die Samsung SDI. Die Samsung SDI kommt hier, wenn wir uns mal den Chart anschauen, auch einem sehr, sehr heftigen Bärenmarkt. Sie hat es hier ihren Tief gefunden. Wir gehen mal in den Euro-Chart. Das ist ein bisschen besser. Hat dieses Tief gefunden bei etwa 100 Euro und hat jetzt hier diese Erholungsrallye gestartet, beziehungsweise das ist meines Erachtens ein Status dafür, dass wir hier über die Zeit wieder bei diesen alten Hochs landen könnten, ja, zu guten alten Zeiten, sage ich mal, also im Bereich von 500 Euro. Das geht nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, entsprechend so bis 2030 spätestens ist hier eine Rendite durchaus möglich, wenn wir das mal kurz abmessen, von gut 200%. Und bei Samsung SDI, die haben natürlich auch gelitten durch die verringerte oder schlechtere Nachfrage im Batteriebereich, Elektroautos natürlich vor allem. Aber man führt jetzt auch Gespräche mit Roboterherstellern. Also da ist, glaube ich, einiges gerade am Machen, muss man so zu sagen. Und der Chart zeigt ja eigentlich auch schon, und auch die Quartalszahlen waren ziemlich gut oder deutlich besser als erwartet, gerade der Gewinn, beziehungsweise es war kein Verlust, wie es eigentlich ursprünglich geschätzt wurde, sondern die Aktie hat sogar einen Gewinn ausgewiesen. Ich bin also sehr bullish für die Samsung SDI, habe sie mir auch tatsächlich jetzt ins Depot gekauft. Die ist natürlich jetzt schon sehr, sehr gut gelaufen, jetzt in relativ kurzer Zeit. Das heißt, ausgeschlossen ist nicht, dass wir mal einen kleinen Rücksetzer von 10-20% sehen könnten. Gerade auch, weil aktuell der Markt so ein bisschen schwierig geworden ist, muss man sagen. Aber hier, das ist doch wirklich mal ein Aufwärtstrend, der dann hier, glaube ich, auch über die nächsten Jahre eine ganz gute Performance abliefern könnte, wie gesagt. Und ja, wir sehen es auch an den Fundamentalkennzahlen. Der Grund, warum die Aktie natürlich auch so in den Boden gerammt wurde, ist halt eben auch, weil man zum einen größere oder deutlich größere Verluste geschrieben hat über die letzten Quartale. Und die freien Cashflows oder generell die Profitabilität erholt sich auch jetzt wieder, die Bruttomarge auch. Und ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir hier auf dieses alte Niveau kommen. Und wenn wir zu diesem alten Niveau kommen, wenn sich die Nachfrage also stabilisiert auf höherem Niveau, dann glaube ich, ist es auch nur dementsprechend logisch, dass die Aktie dann wieder hier in diesem Bereich von 500 Euro hinaufsteigen kann.
Darüber hinaus natürlich auch die Bewertung ist es natürlich das Wichtige und da sehen wir natürlich auch klar, wenn es so schlecht läuft, dann wird die Bewertung abgebaut. Die Aktie war zumindest im Mai auf ihrem historischen Tief beim KV von 0,7, 0,8. Jetzt sind wir schon ein bisschen angestiegen, aber ich denke, wie gesagt, wenn der positive Trend und das positive Marktumfeld anhält, dann glaube ich, dass wir hier gerade erst dabei sind, wieder einen Aufwärtstrend zu sehen, auch bei der Bewertung. Und das dürfte natürlich auch dafür sorgen, dass die Aktie weiter steigt. Und wenn man dann auch das quasi eine Verbesserung im Geschäft sehen, also dass wir wieder Umsatzwachstum sehen könnten, dann ist es natürlich auch ein weiterer Grund, welches die Aktie befeuern kann. Und was auch sehr interessant ist, auch vom Chart her, ist dieses Kaufvolumen und das mag ich immer ganz gerne, wenn man das am Ende von einem Abwärtstrend sieht, weil das mal ein ganz gutes Zeichen oder oftmals ein ganz gutes Zeichen dafür ist, dass hier entsprechend auch ein guter Aufwärtstrend, eine gute Rallye bevorstehen könnte. Also Samsung SDI ist zumindest mal eine Aktie, die man auf die Watchlist packen sollte. Definitiv der Batteriesektor allgemein. Da gibt es natürlich viele weitere Anbieter. Ich habe jetzt mir die Samsung SDI mal vorgenommen, weil sie entsprechend auch günstig ist. Das KGV kann man jetzt schlecht hier heranziehen, weil man entsprechend Verluste geschrieben hat, aber vom KOV, also rein vom Umsatz her, sind wir doch schon deutlich günstig oder trotz des Anstiegs immer noch recht günstig bewertet. So, gehen wir mal auf die nächste Aktie und das ist QuantumScape. Das ist natürlich ein bisschen, ja, spekulativerer Titel, würde ich sagen. Auch eine spannende Aktie. Man hat eine interessante Technologie im Bereich Feststoffbatterien. Man arbeitet daher auch mit VW zusammen und die Aktie hat hier schon eine ganz gute Rallye hingelegt. Da muss ich sagen, tatsächlich würde ich die Aktie jetzt auf dem aktuellen Niveau erstmal nur auf der Watchlist haben, weil sie eben schon so gut gelaufen ist. Allgemein kam ja so ein bisschen Hype rein in den Batteriesektor, so ein erster kleiner Hype. Und hier muss ich eben dann noch zeigen, wann es dann wirklich in die Serienproduktion geht, beziehungsweise ob die Technologie sich wirklich schlussendlich durchsetzt. Es sieht zumindest gar nicht mal so schlecht aus, ja, dadurch, dass man auch gute Partnerschaften hat, gerade mit VW, also mit Volkswagen. Glaube ich, dass man hier ganz gute Chancen hat, in diesen Elektroautomarkt einzusteigen und womöglich auch noch andere Bereiche. Ja, das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Man hatte eine gute Technologie, also mit einer hohen Energiedichte. Das ist ja sehr, sehr wichtig bei Batterien und dementsprechend ist es natürlich auch dann, ich sag mal, interessant, aber wie gesagt, spekulativ. Wir haben jetzt hier ein Unternehmen, was 8 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung hat, aber noch keine Umsätze. Also das ist schon wirklich riskant und sollte die Aktie nochmal deutlich unter 10 Dollar kommen, also gerade auch wenn mit dem aktuellen Marktumfeld ist es ein bisschen schwierig und ich denke, dass wir hier nochmal ein bisschen Gegenwind bekommen könnten. Und dann ist es natürlich auch ein gewisses Risiko für die Aktie, dass wir hier nochmal deutlich tiefere Kurse sehen könnten. Ja, weil es eben ja sehr, sehr spekulativ ist und dann Risk-Off gefahren wird und dementsprechend auch die Aktie durchaus auch wieder in den Bereich von 8 Dollar kommen könnte. Und da sollten wir da in den Bereich 8, 7 Dollar kommen, kann man die Aktie mal ins Auge fassen. Aber auf dem aktuellen Niveau ist sie mir tatsächlich ein bisschen zu heiß gelaufen schon, beziehungsweise es passt einfach nicht vom Chance-Risiko-Verhältnis im aktuellen Markt. Und deswegen würde ich bei der QuantumScape definitiv sagen, okay, da schauen wir erstmal nur, dass wir hier mal die Aktie auf die Watchlist packen. Die nächste Aktie ist definitiv spannender und das ist eine Aktie, die ich ja auch schon lange in meinem Depot habe, beziehungsweise hier auch schon länger auf dem Kanal besprochen habe. Das ist die Amprius Technology. Die haben eine sehr, sehr interessante Technologie, nämlich, dass man hier sehr, sehr kleine Akkus hat, die eine sehr, sehr hohe Energiedichte haben. Man ist gerade in den Anwendungen, in ultraleichten Anwendungen zu Hause, also gerade im Bereich Drohnen, während QuantumScape und Samsung SDI eher so die größeren Batterien machen die eben diese kleinen Hochleistungsbatterien. Da hat man wirklich sehr, sehr hohe Energiedichten. Und man hat natürlich auch hier schon, wie ihr es hier an diesen Nachrichten sehen könnt, auch entsprechende Aufträge. Die kommen jetzt immer mehr, man baut die Produktion aus, man hat auch schon einen Auftragsfertiger in Asien, also da ist es schon mal ja, der Weg geebnet, sage ich mal, dass man hier nicht nur von reinem Start-up-Charakter oder Status jetzt auch wirklich in die Produktion geht. Man sieht es auch so ein bisschen an den, zum einen an den Umsätzen, ja, dass die extrem gut wachsen. Das ist normal für so junge Firmen. Das ist klar, dass es nicht ewig gehalten werden kann, aber es ist schön zu sehen, dass es ein aufsteigender Trend ist. Die Bewertung ist jetzt hier immer schlecht heranzuziehen, aber ein KV von 40 für ja, für so ein Unternehmen, was gerade dabei ist, eben hochzufahren, was die Produktion angeht, ist meines Erachtens klar von der Zahl her hoch, aber ich denke, es ist durchaus realistisch und auch fair, kann man tatsächlich fast schon sagen.
Das würde ich aber bei Amprius Technology tatsächlich auch nicht definitiv auch nicht ausschließen, dass wir hier nochmal ein bisschen im Zuge eines schlechten Marktumfelds, ja, also wenn der Allgemeinmarkt fällt, dass wir hier auch ein bisschen tiefere Kurse unter $10 sehen könnten. Sollte die Aktie da drunter fallen, ist es meines Erachtens definitiv ein Kauf, und dann überlege ich mir auch nochmal nachzukaufen. Ich bin ja schon länger dabei, da war die Aktie noch bei $2,50 $, aber ich würde tatsächlich auf dem Niveau dann auch sogar sagen, dass ich dann nachkaufen würde, weil ich der Aktie tatsächlich ziemlich viel zutraue und dementsprechend hier meine Position ausweiten. Wir können auch mal gucken, was so die Analysten sagen. Die sehen auch die Aktie nochmal deutlich weiter nach oben. Und das finde ich schon, dann ist ein Aushängeschild dafür, dass die Aktie wirklich gut aufgestellt ist. Wir haben jetzt hier durchschnittliches Kursziel 50% nach oben. 7 Analysten covern das Unternehmen. Also da hat man auch ordentlich Rückenwind. Der Umsatz soll auch entsprechend steigen. 2028 schon über knapp 400 Millionen US-Dollar. Und wenn wir da mal die Bewertung hier mal dagegen legen, da haben wir nur 1,5 Milliarden Marktkapitalisierung. Also ich würde hier tatsächlich sagen, die Aktie, vor allem wenn sich die Technologie als Marktführer durchsetzt im Bereich Drohnen und generell Hochleistungsakkus für kleinere Anwendungen, dann kann sich die Aktie locker verzehnfachen in den nächsten Jahren. Auf welchem Zeithorizont ist immer schwierig zu sagen, aber ich denke, die Aktie kann sich selbst von diesem hohen Niveau durchaus nochmal in, sagen wir mal, 10 Jahren nochmal verzehnfachen. Und das ist auch schon mal eine sehr, sehr ordentliche Rendite. Natürlich, wie gesagt, keine Anlageberatung, das ist auch nochmal wichtig hervorzuheben, aber ich denke, das ist hier schon mal eine meiner Favoriten, definitiv. Und ich werde hier garantiert keine Einzelaktie verkaufen. Auch bei keinem größeren Dip, da werde ich eher nachkaufen, wie gesagt. Und auch die anderen Aktien, Samsung SDI, finde ich spannend. Gerade eben, weil eben dieser Markt von Batterie, glaube ich, gerade erst am Anfang ist, wieder hochzufahren. Das waren meine 3 besten Batterieaktien. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Aktien ihr aus dem Bereich ihr auf dem Schirm habt. Da können wir gerne ein bisschen diskutieren. Vielleicht sind da auch sehr, sehr spannende Aktien dabei, die ich dann kaufen könnte. Bin ich immer neugierig darauf, und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao.